Hallo liebe Häkelfreunde, diese wunderschöne Damenmütze mit kleinen Zöpfchen ist schnell und einfach nachzuarbeiten. Ihr braucht nur knapp 100 Gramm Wolle sowie einen Fellbommel mit Druckknopf. Ihr könnt also Wollreste ideal verwerten und daraus zum Beispiel ein tolles und persönliches Weihnachtsgeschenk in den Lieblingsfarben der beschenkten Dame zaubern. Mit vorweihnachtlichen Grüßen, eure Karin aus dem Ländle. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Das von mir verwendete Ersatzstäbchen bietet aus meiner Sicht folgende Vorteile. Der Rand des Häkelstücks ist stabiler. Ein musterbedingter Rollrand lässt sich später leichter in die gewünschte Form bringen. Das Stäbchen passt besser ins Maschenbild. Das Stäbchen hat einen schönen Maschenkopf, in den man in den Folgereihen leicht einstechen kann. Für diese Damenmütze ist eine Tellergröße von 16 bis 17 cm optimal. Ab Erreichen dieses Maßes daher keine Zunahmen mehr machen. Ich verwende eine Häkelnadel 4 mm. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in den Ring, eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Dann häkle ich eine Zweiernoppe und wir häkeln über den Anfangsfaden drüber, damit wir den Ring später zusammenziehen können. Wir holen einen Umschlag, holen den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden ein zweites Mal durch. Wir maschen alle Fäden ab, sodass 2 auf der Nadel bleiben und die maschen wir gemeinsam ab. Dann häkeln wir ein Stäbchen. Dann wieder eine Zweiernoppe. Ein Stäbchen. Eine Zweiernoppe. Ein Stäbchen. Eine Zweiernoppe, ein Stäbchen, eine Zweiernoppe, ein Stäbchen, eine Zweiernoppe und wir brauchen insgesamt genau 12 Maschenköpfe. Hier ist das Ersatzstäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wichtig ist, wir haben mit einem Stäbchen begonnen. Dann immer ein Stäbchen, eine Noppe, ein Stäbchen, eine Noppe. Das bedeutet, wir enden mit einer Noppe.
Und dann schließen wir in den Kopf des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche zur Runde. Und jetzt häkeln wir zuerst das Ersatzstäbchen über dem Ersatzstäbchen der Vorrunde. Und dann häkeln wir noch 2 Stäbchen in dieselbe Masche, sodass wir über dem Ersatzstäbchen 3 Stäbchen haben. Dann häkeln wir um die Noppe der Vorreihe wieder eine Zweiernoppe. Einen Umschlag holen, vor der Noppe einstechen und hinten durch, sodass die Noppe auf der Nadel liegt. Den Faden heraufholen, nicht zu kurz, noch ein Umschlag, den Faden noch einmal durchholen, heraufziehen, alle Fäden abmaschen, bis auf die letzten 2, die maschen wir zusammen ab. Dann in das Stäbchen dazwischen 3 Stäbchen häkeln, in eine Masche. Und um die Noppe häkeln wir wieder eine Noppe. Drei Stäbchen in eine Masche. Eine Noppe um die Noppe. Und das machen wir die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Jede Runde endet mit einer Reliefnoppe und wir schließen in den Kopf des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche zur Runde. Wir häkeln wieder das Ersatzstäbchen über dem Ersatzstäbchen der Vorrunde und in die Mitte dieser Dreiergruppe häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche, dann ein Stäbchen, sodass wir hier 5 Stäbchen haben, dann häkeln wir die Reliefnoppe, dann ein Stäbchen in die Mitte der Dreiergruppe, häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche und noch ein Stäbchen. Wir haben 5 Stäbchen zwischen den Noppen. Dann folgt wieder die Reliefnoppe, ein Stäbchen, 3 Stäbchen in eine Masche, noch ein Stäbchen und die Reliefnoppe. Und das machen wir die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Runde endet immer mit einer Reliefnoppe und dann schließen wir mit einer Kettmasche zur Runde. Und ich zeige euch noch eine Runde. Im Prinzip geht es jetzt immer gleich weiter. Wir starten immer mit dem Ersatzstäbchen über dem Ersatzstäbchen der Vorrunde. Und jetzt haben wir hier diese 3 Stäbchen aus der Vorreihe, also diese Dreiergruppe. Auf das erste Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen, ins mittlere Stäbchen häkeln wir immer 3 Stäbchen. Und jetzt haben wir bis zur nächsten Noppe 2 Stäbchen. Das bedeutet, wir haben zwischen den Noppen jetzt 7 Stäbchen.
Dann folgt die Reliefnoppe. Dann häkeln wir 2 Stäbchen nebeneinander, 3 Stäbchen in eine Masche, zwei Stäbchen nebeneinander und eine Noppe. Wir haben jetzt also 7 Stäbchen zwischen den Noppen und die Dreiergruppen befinden sich immer in der Mitte der Dreiergruppe aus der Vorrunde. Und das machen wir die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wie gesagt, jede Runde endet mit einer Reliefnoppe und einer Kettmasche in den Kopf des Ersatzstäbchens. Und in der nächsten Runde erhalten wir 9 Stäbchen, dann 11 Stäbchen und so weiter. Einfach immer in die Dreiergruppe der Vorrunde wieder 3 Stäbchen häkeln ins mittlere Stäbchen. Und zwar brauchen wir für Damen einen Durchmesser zwischen 16 und 17 cm. Ich habe jetzt ungefähr 10 bis 11 cm und ich wiederhole diese Runde so lange, bis ich einen Durchmesser von mindestens 16 cm habe. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bei einer Nadelstärke 4 7 Runden benötigt bis zum gewünschten Durchmesser. Wenn ihr eine dickere Häkelnadel habt, könnte das auch schon nach 6 Runden der Fall sein. Es hängt von der Wolle und von der Nadelstärke ab. Korrekt messen könnt ihr hier über den Noppen, nicht hier bei den Zunahmestellen. Hier ist es ein bisschen mehr, also hier messen und hier habe ich knapp 17 cm. Bei mir sind die 17 cm Durchmesser sehr passend und ab jetzt häkeln wir nur noch Runden ohne Zunahmen und die erste Runde des unteren Teiles sozusagen ist ein bisschen anders. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen und wir häkeln alle Stäbchen bis zu diesem mittleren Stäbchen. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin bei dieser Dreiergruppe angekommen. Auf das erste Stäbchen der Dreiergruppe häkeln wir ein Stäbchen und dann häkeln wir um das mittlere Stäbchen herum eine neue Zweiernoppe. Dann auf dem dritten Stäbchen weiter häkeln und die übrigen Noppen bleiben wie gehabt. Und bei jedem Segment machen wir um das mittlere Stäbchen eine neue Noppe und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Runde beendet und überall in der Mitte eine Noppe hinzugefügt und das bedeutet, wir haben jetzt 12 Noppen, ansonsten bleibt die Reihe unverändert. Wir häkeln keine Zunahmen mehr, sondern einfach auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und um jede Noppe eine Noppe. Und wir falten die Mütze so zusammen und hier muss sie ungefähr eine Länge von 18 cm haben. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Mütze hat ca. 18 bis 19 cm erreicht und jetzt häkeln wir das Bündchen dran. Falls ihr das Bündchen straffer haben wollt,
könnt ihr eine dünnere Häkelnadel verwenden. Ich häkle mit der 4er Nadel weiter. Ab jetzt beginnen wir mit 2 Luftmaschen und häkeln abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Wir müssten automatisch eine gerade Maschenzahl haben. Sollte das nicht der Fall sein, müsst ihr das ausgleichen. Und bei den Noppen einfach schauen, wie es sich ausgeht. Hier kann entweder ein Reliefstäbchen von hinten oder von vorne gehäkelt werden. Einfach das Muster konsequent über die ganze Runde durchziehen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Hier sind die 2 Luftmaschen vom Beginn der Runde und die Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und einer Kettmasche in die zweite Luftmasche. Und wir beginnen jede Runde mit 2 Luftmaschen und dann häkeln wir abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und jede Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und einer Kettmasche in die zweite Luftmasche. Und ich mache den Bund ungefähr 5 cm breit. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ca. 5 cm bunt gehäkelt. Am Ende häkle ich eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Der muss natürlich vernäht werden und dann könnt ihr euch den Anfangsfaden von innen nach außen holen und den Druckknopf hier drauf nähen, genau in die Mitte der Mütze und dann den Bommel drauf klipsen. Und dann ist unsere wunderschöne Mütze fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.